Stell dir vor, du erfindest etwas absolut Geniales. Etwas, das die Welt verändern könnte. Die Sache hat nur einen Haken. In dem Moment, in dem du deine Erfindung der Welt zeigst, wird sie von den mächtigsten Akteuren ins Visier genommen. Von Regierungen, Konzernen und organisierten Angreifern. Sie alle wollen deine Erfindung zerstören, kontrollieren oder kopieren. Noch bevor sie überhaupt eine Chance hat, sich durchzusetzen. Genau das ist das Schicksal jeder einzelnen Kryptowährung, die nach Bitcoin kam. Sie alle sind praktisch von Geburt an zum Scheitern verurteilt. Und der Grund dafür ist, paradoxerweise, Bitcoins eigener, unaufhaltsamer Erfolg. Bitcoin hatte einen unfairen Vorteil, einen historischen Glücksfall, den keine andere Kryptowährung jemals wiederholen kann. Und dieser Vorteil ist der Grund, warum es niemals ein besseres Bitcoin geben wird. Um zu verstehen, warum Bitcoin so einzigartig ist, müssen wir eine kleine Zeitreise machen. Zurück ins Jahr 2009. Die Finanzkrise von 2008 hat das System erschüttert. Das Vertrauen in die Banken ist am Boden. Genau in diesem Moment taucht in einem kleinen Online-Forum ein Whitepaper von einer mysteriösen Person oder Gruppe namens Satoshi Nakamoto auf. Er beschreibt ein Peer-to-Peer Electronic Cash System. Bitcoin war geboren. Aber weißt du, was dann passiert ist? Nichts. Absolut gar nichts. Die Welt hat es einfach nicht gemerkt. Es gab keine Schlagzeilen, keine panischen Regierungen, keine gierigen Investoren. Bitcoin war ein Nischenprojekt für ein paar Krypto-Enthusiasten und Nerds, die von der Idee eines dezentraler Währung begeistert waren. Die ersten Transaktionen waren im Grunde wertlos. Keiner kennt die berühmte Geschichte von den 10.000 Bitcoins, für die 2 Pizzen gekauft wurden. Damals ein Witz, heute ein Vermögen von Hunderten Millionen Euro. In dieser Anfangsphase konnte Bitcoin in seiner Art digitalen Paradies ungestört wachsen. Es gab keine Feinde. Warum auch? Es gab ja nichts zu holen. Ein Angriff auf das Netzwerk hätte mehr gekostet, als man hätte stehlen können. Die Rechenleistung, die das Netzwerk sicherte, kam von den Laptops und Heim-PCs der ersten Enthusiasten. Es war ein reines Hobbyprojekt. Dieses langsame, organische Wachstum über Jahre hinweg war der größte Segen für Bitcoin. Das Netzwerk hatte Zeit, sich wie ein Spinnennetz oder auch ein Pilz über den Globus zu verteilen. Tausende von unabhängigen Knotenpunkten, die sogenannten Nodes, entstanden weltweit. Jeder dieser Node speichert eine vollständige Kopie der gesamten Transaktionsgeschichte. Diese Dezentralisierung ist kein technisches Schnickschnack. Sie ist das Sicherheitsfundament von Bitcoin. Es gibt keinen zentralen Server, den man abschalten, keine Firma, die man verklagen und auch keinen Chef, den man unter Druck setzen kann. Bitcoin konnte seine Rüstung schmieden, als es niemanden interessierte. Es konnte eine uneinnehmbare Festburg bauen, bevor überhaupt jemand wusste, dass dort ein Schatz liegt. Dieser historische Vorsprung, dieser ungestörte Start in einer Welt, die Kryptowährung noch nicht verstand, ist ein einmaliges Ereignis. Ein Moment in der Geschichte, der sich niemals wiederholen wird. Spulen wir also wieder vor in die Gegenwart. Die Welt sieht heute komplett anders aus. Kryptowährungen sind längst keine Nischentechnologie mehr. Sie sind eine anerkannte Anlageklasse, in die Milliarden fließen. Regierungen sehen sie als Bedrohung für ihre Währungsmonopole. Banken sehen sie als Konkurrenz. Und Angreifer sehen sie als Goldgrube. Jede neue Kryptowährung, die heute startet, betritt kein Paradies mehr. Sie betritt ein Schlachtfeld. Von der ersten Sekunde an steht sie auf dem Radar von jedem, der ein Interesse daran haben könnte, sie zu Fall zu bringen. Die Hauptwaffe in diesem Kampf sind sogenannte 51%-Attacken. Stell dir eine Blockchain wie ein digitales Kassenbuch vor,
das von Tausenden von Menschen gleichzeitig geführt wird. Um eine neue Seite, einen neuen Block hinzuzufügen, müssen diese Leute, die Miner, ein komplexes mathematisches Rätsel lösen. Wer es zuerst löst, darf den Block hinzufügen und wird dafür belohnt. Das nennt man Proof of Work. Eine 51% Attacke passiert, wenn eine einzelne Person oder eine Gruppe es schafft, mehr als die Hälfte der gesamten Rechenleistung, also der Hashrate des Netzwerks, zu kontrollieren. Mit dieser Mehrheit kann der Angreifer das Kassenbuch quasi umschreiben. Er kann Transaktionen blockieren oder noch schlimmer, bereits bestätigte Transaktionen rückgängig machen. Das ist das berühmte Double Spending. Stell dir vor, du bezahlst ein Auto mit Krypto. Der Verkäufer gibt dir die Schlüssel und eine Stunde später macht der Angreifer diese Transaktion rückgängig. Er hat sein Geld zurück und du hast das Nachsehen. Das Vertrauen in diese Währung wäre sofort zerstört. Sie wäre wertlos. Für Bitcoin ist so ein Angriff heute praktisch unmöglich. Die Hashrate des Bitcoin-Netzwerks ist so astronomisch hoch, sie bewegt sich konstant in einem Bereich von etwa 950 bis 1000 Exahashes pro Sekunde, dass ein Angriff unvorstellbare Ressourcen erfordern würde. Man bräuchte Hardware im Wert von Milliarden und einen Energieverbrauch, der ganze Länder übersteigt. Und selbst wenn es jemandem gelänge, würde der Wert von Bitcoin durch den Angriff so massiv einbrechen, dass die ganze Operation finanziell niemands lohnen würde. Aber eine neue, kleine Kryptowährung, da ist eine 51% Attacke eine sehr reale Bedrohung. Die Hashrate ist anfangs winzig. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Angreifer müssen die teure Mining-Hardware nicht einmal besitzen. Es gibt riesige Online-Marktplätze wie NiceHash, auf denen man Rechenleistung für kurze Zeit mieten kann. Ein Angreifer kann für ein paar Stunden genug Leistung mieten, um die Kontrolle über ein kleines Netzwerk zu erlangen. Einen Double-Spend-Angriff durchführen, Millionen stehlen und dann einfach wieder verschwinden. Genau das ist bereits mehrfach passiert. Kryptowährungen wie Bitcoin Gold oder Ethereum Classic wurden Opfer solcher erfolgreichen 51% Attacken. Jede neue Proof-of-Work-Währung startet also mit einem riesigen Nachteil. Sie ist von Anfang an extrem verwundbar. Die Entwickler neuer Kryptowährungen sind natürlich nicht auf den Kopf gefallen. Sie kennen diese Gefahr und versuchen, ihre Netzwerke von vornherein dagegen zu schützen. Aber genau hier kommt ein teuflischer Kompromiss. Denn die Maßnahmen, die sie für die Sicherheit ergreifen, untergraben fast immer genau das, was eine Kryptowährung wertvoll macht: ihre Dezentralität. Manche Projekte bauen zum Beispiel Checkpoints ein. Dabei bestätigt eine zentrale Instanz, oft die Entwickler selbst, die Blockchain in regelmäßigen Abständen als gültig. Das erschwert zwar Angriffe, gibt aber einer kleinen Gruppe die ultimative Kontrolle. Das ist keine echte Dezentralisierung, sondern eher eine Datenbank mit extra Schritten. Der populärste Ansatz ist aber der Wechsel von Proof of Work zu Proof of Stake. Hier basiert die Sicherheit nicht auf Rechenleistung, sondern darauf, dass die Teilnehmer einen Teil ihrer Coins als Sicherheit hinterlegen, also staken. Wer betrügt, verliert seine Einlage. Das klingt auf den ersten Blick clever und spart eine Menge Energie. Doch Proof of Stake hat ein massives Zentralisierungsproblem. In so einem System gilt, wer mehr Coins hat, hat mehr Macht. Die Reichen werden also immer reicher, weil sie durch das Staking mehr Coins verdienen und sie so ihren Einfluss auf das Netzwerk immer weiter ausbauen. Das führt unweigerlich dazu, dass sich die Macht bei den wenigen großen Stakeholdern konzentriert. Das sehen wir schon heute bei vielen Proof-of-Stake-Systemen, bei denen Börsen oder große Investmentfonds einen erheblichen Teil der Staking-Macht kontrollieren. Das ist das genaue Gegenteil von Bitcoins Vision eines Netzwerks ohne Herrscher. Und das ist das fundamentale, unlösbare Dilemma jeder neuen Kryptowährung. Entweder sie startet dezentral mit Proof of Work
und ist sofort anfällig für eine vernichtende 51%-Attacke. Oder sie baut Schutzmechanismen oder Proof of Stake ein, die aber zwangsläufig zu Zentralisierung führen und damit den eigentlichen Sinn einer Kryptowährung zunichte machen. Du kannst Sicherheit haben oder Dezentralität, aber nicht beides von Anfang an. Bitcoin ist die einzige Ausnahme, weil es seine Dezentralität aufbauen konnte, bevor die Sicherheit zum Problem wurde. Bitcoin steht heute da wie eine Festung, immun gegen Probleme, die jeder Nachfolger plagen. Seine Sicherheit ruht auf 3 Säulen, die in dieser Kombination unerreicht sind. Erstens, die schiere Größe der Hashrate. Wie gesagt, die Rechenleistung, die das Bitcoin-Netzwerk sichert, ist gigantisch. Sie ist ein Schutzwall, der von Zehntausenden Minern auf der ganzen Welt aufrechterhalten wird, die alle in einem harten Wettbewerb miteinander stehen. Zweitens, die ökonomischen Anreize. Für die Miner ist es viel profitabler, ehrlich zu sein und das Netzwerk zu sichern, als es anzugreifen. Sie haben Milliarden in spezialisierte Hardware und Infrastruktur investiert. Ein Angriff würde das Vertrauen in Bitcoin zerstören und damit den Wert ihrer eigenen Investitionen vernichten. Es wäre, als würden sie ihr eigenes Haus anzünden, nur um das Silberbesteck zu stehlen. Das System belohnt ehrliches Verhalten und bestraft Angriffe ganz von allein. Drittens, echte Dezentralität. Bitcoin ist die dezentralste Kryptowährung. Es gibt keine zentrale Stiftung, kein Kernentwicklerteam, das einseitig die Regeln ändern kann, und keinen CEO. Zehntausende unabhängige Nodebetreiber auf der ganzen Welt überprüfen jede einzelne Transaktion nach derselben, unveränderlichen Regel. Diese radikale Dezentralisierung macht Bitcoin extrem widerstandsfähig gegen Zensur und Kontrolle. Niemand kann Transaktionen stoppen oder Konten einfrieren. Viele Altcoins hingegen haben oft eine zentrale Stiftung oder ein Kernteam, das massive Einfluss ausübt. Ethereum zum Beispiel, obwohl ein beeindruckendes Projekt, hat den Übergang zu Proof of Stake vollzogen. Ein Schritt, den Kritiker als Kompromiss sehen, der die Dezentralisierung für mehr Effizienz opfert. Und genau diese Mischung aus einem ungestörten Staat, der zu echter Dezentralität führte, und der daraus resultierenden gigantischen Netzwerksicherheit macht Bitcoin unersetzlich. Was denkst du? Kann eine neue Technologie dieses Dilemma vielleicht doch noch lösen? Oder ist der Zug für einen echten Bitcoin-Konkurrenten für immer abgefahren? Schreib deine Meinung in die Kommentare. Wenn du mehr solche Analysen sehen möchtest, die hier hinter die Kulissen der Kryptowelt blicken, dann abonniere gern diesen Kanal. Am Ende bleibt eine einfache Erkenntnis. Bitcoin ist nicht nur eine Technologie, sondern ein einmaliges historisches Ereignis. Seine Entstehung war wie die Entdeckung eines neuen Kontinents in einer Zeit, als die Weltkarten noch leer waren. Man konnte in Ruhe an Land gehen, eine Siedlung gründen und Mauern errichten, lange bevor die großen Imperien überhaupt Notiz davon nahmen. Jede neue Kryptowährung, die heute startet, ist wie ein Schiff, das in einem Ozean voller Kriegsschiffe und Piraten vom Stapel läuft. Um zu überleben, muss es von Anfang an schwer bewaffnet sein. Es muss Kompromisse eingehen, seine Freiheit aufgeben und sich einer zentralen Befehlskette unterwerfen. Es mag vielleicht schneller und effizienter sein, aber es wird niemals die Freiheit und Unabhängigkeit der ersten Siedlung erreichen. Deshalb wird es niemals ein besseres Bitcoin geben. Nicht, weil man die Technologie nicht verbessern könnte, sondern weil die Welt, in die jede neue Kryptowährung hineingeboren wird, von Bitcoin selbst für immer verändert wurde. Jede Alternative muss bei der Dezentralität Kompromisse eingehen, um zu überleben. Und eine zentrale Kryptowährung ist keine echte Alternative. Sie ist nur eine weitere Version des Systems, das Bitcoin ursprünglich ersetzen sollte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da
und abonniert den Kanal, damit er mehr Leuten vorgeschlagen werden kann, um auch deren Investitionsverhalten und langfristiges Denken zu verbessern. Und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.